Stell dir vor, eine kalte Nacht im 14. Jahrhundert. Ein Keller, tief unter der Stadt. Kerzen flackern, Rauch brennt in der Nase. Du hörst Tropfen auf Stein. Kalt und feucht. Ein Dolch geht von Hand zu Hand. Metall klirrt, Blut tropft in eine Schale. Sie trinken, sie schwören Treue. Dann ein Schrei, hoch, scharf und Stille. Nur das Knacken der Kerzen bleibt. Das war kein Märchen, das war das Mittelalter. Und Spuren dieser Rituale siehst du vielleicht noch heute. Tief im Wald, unter dem Licht des Vollmonds. Eine Lichtung, Fackeln brennen, Rauch zieht durch die Bäume. Männer und Frauen stehen im Kreis. Schatten tanzen, in der Mitte Anna, jung, Hände gefesselt, ihre Haut kalt vom Tau, ihre Lippen zittern, die Menge drängt, Stimmen werden lauter, ein Priester ruft ihren Namen. Er spricht von Reinheit, von Macht, doch seine Augen glänzen wie die der Menge. Anna kniet nieder, ihre Tränen tropfen in den Staub. Das Messer glänzt im Feuerschein. Ein kurzer Aufschrei, dann Dunkelheit. Der Wald hält den Atem an. Doch das war nur der Anfang. Die Kirche verurteilte die Rituale. Sie nannten sie Teufelswerk. Doch in der Nacht trugen manche selbst die Masken. In der Kirche sangen sie Gebete. Im Keller flüsterten sie Schwüre. Das Wachs tropfte. Der Geruch von Blut mischte sich mit Weihrauch. Einer von ihnen war Bruder Matthias. Am Tag demütig, leise. In der Nacht legte er die Hand auf den Dolch. Er sprach Worte, die er nie zurücknehmen konnte. Als man ihn entdeckte, war es zu spät. Man fesselte ihn, man schleppte ihn vor Gericht. Die Menge schrie nach Strafe. Sein Blick leer, sein Mund still. Die Kirche warf einen Bruder ins Feuer. Aber im Schatten flüsterten längst neue Stimmen. Und sag mir, was denkst du? Waren es nur Einzelfälle? Oder war die Kirche tiefer verstrickt? Schreib deine Meinung in die Kommentare. An Mauern tauchten Symbole auf. Gezeichnet mit Asche, mit Blut, Linien tief in Stein geritzt. Die Luft roch nach Rauch, nach Eisen. Ein Bauer fand ein Zeichen an seiner Scheune. Ein Kreis mit 7 Spitzen, schwarz und rau. Er kratzte daran mit dem Messer. Metall schabte über Holz. In derselben Nacht brannte die Scheune. Das Feuer fraß das Holz. Funken stiegen in den Himmel. Und am Morgen stand das Zeichen wieder da. An derselben Stelle, tiefer als zuvor. Bis heute sieht man Symbole. An Kirchen, an alten Häusern. Du bist vielleicht schon an ihnen vorbeigegangen, ohne es zu bemerken. An Türen, an Brunnen, an Grabsteinen. Überall tauchten Symbole auf. Kreise, Kreuze, Linien, mit Blut gemalt, mit Asche gezogen. Die Menschen flüsterten, niemand wagte, sie zu berühren. Ein Bauer ritzte eines weg. In derselben Nacht hörte man ein Krachen. Sein Dach brach ein, und am Morgen war das Zeichen zurück. Tiefer, schwarzer, ein Pergament warnte. Wer das Symbol vollendet, ruft Mächte herbei. Aber wer es falsch malt, ruft etwas anderes. Etwas, das niemand kontrollieren kann. Die Bruderschaften regierten nicht mit Schwertern. Sie regierten mit Angst. Gerüchte liefen durch die Straßen. Wer sie verspottet, verliert seine Ernte. Wer ein Symbol zerstört, wird krank. Wer den Schwur bricht, stirbt. Ein Kaufmann in Nürnberg lachte über sie. Am nächsten Morgen lag er tot. Die Augen offen, der Körper kalt. Kein Arzt fand eine Erklärung. Die Menschen flüsterten von Flüchen,
von Strafen der Dunklen, und je mehr sie flüsterten, desto stärker wurden die Bruderschaften. In vielen Nächten traf es die Frauen. Sie wurden ausgewählt, sie wurden gebunden. Anna stand wieder im Kreis. Diesmal nicht als Zuschauerin, diesmal als Opfer. Der Mond war voll, die Fackeln warfen lange Schatten. Ihre Lippen bewegten sich, ein stilles Gebet. Der Dolch hob sich, ein Schrei hallte, die Menge jubelte, und der Wald schwieg. Geschichten wie diese gingen von Dorf zu Dorf. Und jedes Mal wuchs das Grauen. Die Zeit verging, doch die Geschichten verschwanden nicht. Ein Kreis aus Asche, ein Zeichen im Stein, ein Schrei in der Nacht. Alles blieb in der Erinnerung. Manche Symbole findet man noch heute. In alten Kirchen, in vergessenen Kellern, unsichtbar für die meisten. Historiker streiten bis heute. Waren es Legenden oder Beweise geheimer Rituale? Und wer weiß, vielleicht flüstern sie noch immer. Hier, ganz in unserer Nähe. Wir haben gesehen, Rituale im Wald, Priester im Schatten, Symbole, die nie verschwanden. Die Frage bleibt, waren es nur Legenden, oder war es Wirklichkeit? Und wichtiger noch, sind die Bruderschaften vergangen, oder flüstern sie noch immer? Sag mir, welche Szene hat dich am meisten erschüttert? Schreib es in die Kommentare. Und wenn du mehr Geschichten aus dem Mittelalter hören willst, abonniere unseren Kanal Leben damals und entdecke die ganze Playlist Alltag im Mittelalter.